Hi, schönen guten Abend. Hi, good evening. Ja, das ist so schön, euch hier zu sehen, auch euch zu treffen. Und wir freuen uns auf den Abend. Ich bin Friedhold und sie ist Jessica und wir freuen uns, euch zu begegnen, auch diese Zeit mit euch zu verbringen. Yeah, it's so good to have you here, to meet you here, and just to celebrate the service with you. He's Frido and I'm Jessica. Genau, und so wie Roland schon gesagt hat, vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert. So, and as Roland just said, 1 week ago we celebrated Easter. Und was machen wir, wenn wir Zweifel haben? And what are we doing if we have doubts? Ich glaube, das spricht uns so an. Also wir sind Leute oder Menschen, die Zweifel haben. Wir zweifeln manchmal, dass es keine Sonne geben wird, so wie es heute war. That really speaks to us. We are people who have doubts. So, for example, we doubt that there's sun today. Oder dass wir vielleicht 4:45 wach sein würden, damit man den Zug nicht verpasst oder so. Da zweifelt man manchmal dran. Or we doubt if we will be ready and awake at 15 after 5 to catch a train. Aber wenn es um geistliche Sachen geht, was machen wir, wenn wir zweifeln? But what about spiritual things? What if we have doubts? Haben wir Vorbilder oder irgendwo Examples in der Bibel, wo man sagen könnte, naja, das sagt mir schon was oder das hilft mir mit meinen Zweifeln? Do we have role models, for example, in the Bible to look up to that can help us if we have doubts? Also, wir haben einige. There are quite a few. Und ich wollte gerne von Johannes lesen, Johannes Kapitel 20 von 24 bis 29. Wir haben es auch auf die Folie. Also, genau. Ich lese es mal und danach kann auch Jessica auf Englisch das machen. Das bleibt einfach einfacher. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Hier ist es ein bisschen, erzählt uns von der Auferstehung, nach der Auferstehung. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrte Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seine Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Tür wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßt sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas, leg deine Finger an meine durchbohrte Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in der Wunde an meine Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. So today we want to talk about John 20 verses 24 till 29, and it talks about the resurrection of Jesus and Thomas. Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see in his hands the mark of the nails, and place my fingers into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. 8 days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Then he said to Thomas, put your fingers here and see my hands, and put your hand and place it on my side. Do not disbelieve, but believe. Thomas answered, my Lord and my God. Jesus said to him, have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed. Interessant. Jesus ist auferstanden, er lebt und Thomas zweifelt. Ist das eine Ausnahme? Interesting. Jesus is risen from the dead and Thomas has doubts. Is that an exception? Und manche Leute, die fragen sich, ich habe immer wieder in meinem Leben Zweifel. Bin ich ein Sonderfall? And some people ask themselves, I always have doubts in my life. Am I an exception? Und die gehen etwas weiter, die sagen, wenn ich manche Christen so erlebe, wie sie singen und von ihrem Glauben erzählen,
dann bin ich bestimmt wohl eine Ausnahme. And taking this further, if I see other Christians singing and sharing about their faith, and I have doubts in my life, maybe I am an exception. Die meisten Christen, hat man wenigstens den Eindruck, scheinen keine Zweifel zu kennen. It seems as if most Christians don't really know any doubts. Aber wir können mal jetzt einen Gegentest machen. Ne? Wer ist hier mit Jesus unterwegs und kennt keine Zweifel? So by show of hands, who in here is walking with Jesus and doesn't know any doubts? Wow, das ist ja gut. Thomas war 3 Jahre tagtäglich mit Jesus unterwegs. Thomas walked with Jesus every day for 3 years in a row. Jesus war auferstanden, die anderen erzählten es ihm, er glaubte es nicht. Jesus was risen from the dead. The other disciples told Thomas, Er and he konnte es didn't nicht believe glauben. it. Er konnte es nicht glauben. Er wollte Beweise. He couldn't believe it. He wanted to have proofs. Nun konnte man denken, naja, Thomas war ja einer von den 12. Now we could think, well, Thomas is 1 out of 12. Einer zweifelte. Just one had Ja, doubts. die anderen haben einfach weiter geglaubt. And the others were probably firm in their beliefs. Aber leider war das nicht so. Unfortunately, that's not true. Ein anderer Judas zum Beispiel war so verzweifelt, dass er sich das Leben genommen hat. Another, Judas, for example, was so desperate that he even took his own life. Matthäus berichtet davon, wie Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet. Matthew talks about how Jesus says goodbye to his disciples. Jesus gibt ihnen auch die Aussage, dass er bei ihnen sein wird bis Ende der Welt. He gives them the promise that he will be with them till the ends of the world. Und dann heißt es in Matthäus, nach der Auferstehung, als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Einige. And then it states, and when they saw him, they worshipped him, but some had doubts. Jesus kam mit der Zweifel Thomas und seine anderen Jünger, die zweifelten, zurecht. Jesus got along with Thomas and the other disciples who had doubts. Und er machte sie sogar zu seinen Zeugen, trotz ihrer Zweifel. He even made them his witnesses, although they had doubts. Zweifel zu haben ist nicht immer das Problem. Having doubts is not always the problem. Aber weißt du, was gefährlich ist? But do you know what's truly dangerous? Wenn du deine Zweifel in dich reinfrisst und verschweigst, If you swallow up your doubts and keep quiet. dann kann es sich wie ein Krebsgeschwür immer mehr ausbreiten. Then it can spread like cancer from the inside out, Und dann kann er deinen Glauben zerstören. and it can destroy your faith. Dann kann jemand an Jesus und sich selbst verzweifeln, Then so wie Judas. you can doubt in Jesus and in yourself, like Judas did. Es gibt unterschiedliche Arten von Zweifel, wie zum Beispiel der Vertrauenszweifel. Und hier habe ich so einen kleinen Test für uns. There are different types of doubts, and one of them is a doubt of trust. Jetzt mal ganz ehrlich, für die verheirateten Männer, die verheiratet sind. And now for those people, those men especially, who are married. Verstehst du deine Frau? Do you completely understand your wife? Bleiben keine Fragen offen? Are there absolutely no open questions about her? Ist sie ein vollkommen gelöstes Rätsel? Is she like a completely solved mystery to you? Okay, überlegt mal ein bisschen. Und jetzt für die Frauen. Think about it. And now for the women in here, Sind Männer nicht irgendwie rätselhafte Wesen? aren't men somehow really mysterious beings? Ich muss meine Frau nicht verstehen und trotzdem kann ich ihr vertrauen. I don't have to completely understand my wife and can still trust her, Weil Vertrauen eine andere Ebene ist. because trust is a completely different level. Vertrauen wächst durch Zuverlässigkeit, Trust grows through reliability, durch Treu, durch Ehrlichkeit. loyalty, and honesty. Und als wir jünger waren, noch Haare hatten, hast du schon mal das Folgende gehört? Beweise mir, dass du mich liebst. Hast du schon mal das gehört? Have you ever heard this sentence? Prove it to me that you really love me. Das wird nicht gelingen. It won't work. Da werden immer Zweifel bleiben, There will always remain some doubts, weil da will jemand Sicherheit haben.
Somebody wants certainty here. Aber Gewissheit ist etwas anderes. Vertrauen kann man nicht beweisen. But real assurance is something different. Trust cannot be proven. Weil Beziehung keine mathematische Formel ist. Because relationship is not a mathematic formula. Vertrauen wächst. Trust grows. Und wenn es einmal zerbrochen ist, dann kann kein Argument es wieder neu machen. And once it's broken, no argument can renew it. Weil beschädigte Vertrauen braucht Heilung. Broken trust needs healing. Und hier durch die Erfahrung der Abwesenheit Gottes, Leid und Schicksalsschläge, kann das Vertrauen an einen guten Gott in Wanken geraten. The experience of God's absence, of suffering and strokes of fate can shake our trust in a good Father and a good God. Der Zweifel nistet sich im Herzen ein und die Argumenten können diese Zweifel im Herzen nicht besiegen, denn die Argumenten erreichen nur den Verstand. Doubt settles in the heart, and arguments can't defeat the doubt, because arguments only reach the mind. Habt ihr mal schon von Jean-François Cravelet gehört? Have you ever heard about Jean-François Cravelet? Es war ein berühmter Hochseilartist. He was a really famous high-wire artist. Am bekanntesten dürften seine spektakuläre Überquerung der Niagara-Fälle sein gewesen, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das war das Berühmteste, was er gemacht hat. The most spectacular and famous thing was probably crossing the Niagara Falls. Ein Seil mit 335 Meter lang, 50 Meter über das Wasser balancieren. He balanced on a high wire 335 meters long and 50 meters above the water. Kleines Video und schauen wir uns mal das an. We have a short Ich video. hoffe, das funktioniert. Jean-François Gravelet, better known as Blondin, was a famous tightrope walker and acrobat. He's perhaps best known for his many crossings of a tightrope, 1,100 feet in length, suspended 160 feet above Niagara Falls in the USA. His act will be watched by large crowds and begin with a relatively simple crossing using a balancing pole. Then he would throw away the pole and amaze the onlookers. On one occasion, he crossed the tightrope on stilts. On another occasion, blindfolded. Another time, he stopped halfway to cook and eat an omelette. In 1860, a royal party from England came to watch Blondin perform. After his normal spectacular crossings, he then wheeled a wheelbarrow from one side to the other as the crowd cheered. Next, he put a sack of potatoes into the wheelbarrow and wheeled that across. The crowd cheered louder. Then he approached the royal party and asked the Duke of Newcastle, "Do you believe that I could take a man across the tightrope in this wheelbarrow?" "Yes, I do," said the Duke. "Ah, hop in," replied Blondin. The crowd fell silent. But the Duke of Newcastle would not accept Blondin's challenge. "Is there anyone else here who believes I could do it?" asked Blondin. No one was willing to volunteer. Eventually, an old woman stepped out of the crowd and climbed into the wheelbarrow. Blondin wheeled her all the way across and all the way back. The old woman was Blondin's mother, the only person willing to put her life in his hands. Einen Menschen mit einer Schubkarre über einem Seil transportieren, das klingt schon etwas, verrückt, ne? To transport a person on a high wire inside a wheelbarrow is really something. Keiner hatte Mut dazu, in die Schubkarre reinzugehen und mit dem Mann über dem Seil da zu balancieren. Nobody was brave enough to enter the wheelbarrow and cross, Außer seine Mutter. except his mother. Eine ganz persönliche Frage. Glaubst du, dass Gott ein guter Gott und dass er ein guter Vater ist? A really personal question. Do you believe that God is a good God and a good Father? Diese Frage führt auf eine tiefere Ebene. This question leads to a deeper level. Das ist die Ebene der Vertrauen. That's the level of trust. Wer nicht wagt,
der nicht gewinnt. Habt ihr das auch schon gehört? Häufig, ne? There's a saying, nothing ventured, nothing gained. Aber was meinen wir damit? But what do we mean with it? Nur wer sich etwas traut und ein Wagnis eingeht, hat Aussicht auf Erfolg. Only the one who dares to do something and takes a risk has really the chance to achieve something. Glauben ist ein Wagnis. Faith is a dare. Immer wieder neu, immer neue Lebenssituationen Again and again in new living situations. und immer neu sind wir zu Schritten des Vertrauens herausgefordert. And always anew, we are challenged to take new steps of faith and trust. Und wenn wir sie gehen, dann wächst der Glaube. And if we go them, our faith grows. Menschen, die durch diesen Vertrauenszweifel gegangen sind, deren Wurzeln sind tief gegründet. And people who have walked through doubts of trust have grown deeper roots of faith. Und nur dann können wir wie Thomas vom Herzen sagen, mein Herr und mein Gott. And only then we can say like Thomas, my God and my Lord. Aber wie gehe ich richtig mit meinen Zweifeln um? Gibt es einen Zweifel, der den Glauben befreit und echt macht? But how do I deal with my doubt? Is there a doubt that liberates my faith and makes it real? Ein gutes Beispiel ist Paulus. A good example is the Apostle Paul. Paulus war ein tiefgläubiger Mensch. Paul was a man of deep faith. Er hat den Glauben ernst genommen, studiert und sich leidenschaftlich für Gott eingesetzt. He took faith seriously. He was passionate about it. He studied and wanted to do the will of God Bis er Jesus begegnet ist. until he met Jesus. Auf dem Weg nach Damaskus begegnet ihm der Auferstandene, Jesus in einer Vision. On his way to Damascus, he encountered the resurrected Jesus in a vision. Und danach ist alles anders. And after that, everything changes. Seine bisherige Vorstellung von Gott zerbricht, als er Jesus begegnete. His previous understanding of God scatters. Alles, was er für wahr gehalten hat, muss er nun bezweifeln. Everything he thought to be true, now he was beginning to doubt. Vieles ist nicht mehr gültig und das haut ihn um. Many things weren't valid any longer, and that really knocks him down. Und weil er ein tiefer Denker ist, geht er 14 Jahre in seine Heimatstadt Tarsus in der Türkei, um das zu verarbeiten. And because he's a deep thinker, he goes to his hometown Tarsus in Turkey and thinks about it for 14 years. Und danach wird er zu einem leidenschaftlicher Verkündiger des gekreuzigten und auferstandenen Jesus. And after that, he becomes a passionate proclaimer of the crucified and resurrected Jesus. Und die Briefe, die Paulus dann später schreibt, wurden geschrieben durch einen Mann, der durch Zweifeln gereift ist. And the letters Paul wrote later were written by a man who matured through his doubts. Wir haben oftmals unsere eigene geschnitzte Bilder von Gott. Oftentimes we have our own fixed images and understandings of God. Aber Jesus ist der Lebendige, der Auferstandene. But Jesus is the living one, the risen one. Er begegnet uns immer neu. He meets us again and again anew. Der Jünger Thomas war 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Thomas was walking with Jesus for 3 years. Aber als Jesus am Kreuz hing, da zerbrach alle seine Vorstellungen über Gott. But as Jesus was nailed to the cross, all his understandings of God were shattered. Wahrscheinlich dachte er, so kann Gott doch nicht sein. And probably Thomas was thinking, God can't be this way. Und was macht er dann? Er zieht sich zurück aus der Gemeinschaft der Glaubenden. And what is he doing? He's retrieving from the community of believers. Und als er dann später wieder zu ihnen geht, begegnet ihm Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene. And as he comes back, he encounters Jesus as the resurrected one. Und von da an lernte er Gott zu kennen. And from that point on, he gets to know God anew. Stell dir mal vor, Thomas hätte seine Zweifel nicht geäußert. Imagine if Thomas wouldn't have talked about his doubts. Er hätte sich ganz zurückgezogen, die Gemeinschaft der Jünger Jesu ganz verlassen. He would have retrieved from the communities of believers completely. Er hätte seine Begegnung mit dem Auferstandenen verpasst. He would have missed his encounter with the resurrected Lord. Ja, er hat Jesus gesehen, aber später wird es seine Lebenssituation geben,
wo er sich erinnert, was Jesus ihm gesagt hat. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. He has seen Jesus, but later on in his life, he might remember what Jesus told him. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Wer Gott besser kennenlernen will, der muss an seinen eigenen Vorstellungen von Gott zweifeln. If you want to get to know God better, you have to doubt in your own understandings of him. Und ich meine damit unsere verzerrten, falschen Vorstellungen über Gott. And with that, I mean our distorted, false images of God. Und das sind befreiende Zweifel. And those are doubts that really set us free. Zweifel, die unserem Glauben wachsen und reifen lassen. Doubts that make us grow and mature in our faith. Und so begegnet uns neu Jesus. And that's how Jesus encounters with us anew. Vielleicht sitzt du heute hier und hast deine eigenen Zweifel. And maybe you're sitting here today and you have your own doubts. Jesus lebt und er führt uns durch diese Zweifel in eine tiefere Beziehung zu ihm. Jesus lives and he walks through these doubts with us into a deeper. Weil so können wir ihn besser kennenlernen, And this way we can get to know him better, sowie auch seine Treue und seine tiefe Liebe zu uns. as well as his faithfulness and his deep love for us. Natürlich gehen wir mit ihm weiter und dieses Weitergehen mit ihm verändert uns auch. We go on with him, and as we go on with him, we grow and it changes us. Denk mal zurück ein bisschen an Jean-François Gravelet, Let's think back to Jean-François Gravelet, der berühmte Hochseilartist. the famous high wire artist. Niemand vertraute ihn, außer seine Mutter. Nobody trusted him except his own mother. Klingt das nicht etwas komisch, dass Leute in einigermaßen an Gott glauben? Klingt das nicht ein bisschen komisch, bis dieses Glauben eine Position fordert? Doesn't it sound strange that people somewhat believe in God until disbelieving really needs to take action? So wie mit Jean-François. Jeder glaubte, dass er mit der Schubkarre das schaffen konnte. That's like with Jean-François. Everybody believed he could do this thing with the wheelbarrow. Aber als jemand da reinsetzen sollte, dann ist das Glauben ein bisschen anders gewesen. But once someone had to step inside the wheelbarrow, the believing became something else. Wir lesen immer wieder in der Bibel, dass Gott Wunder tat und tut. Wir wissen, er ist allmächtig. We read over again and again in the Bible that God did and does miracles. Ja, und wenn er dir sagt, komm, wage es und vertraue mir, dann solltest du es tun. And when God says to you, come, dare it and trust me, you should really do it. Und ich meine damit nicht, dass du leichtsinnig sein solltest. And I don't mean that you should be thoughtless. Aber ich glaube, dass es manchmal dran ist, den bequemen Sessel zu verlassen. But I believe sometimes it's time to leave the comfort of your armchair, Um die Angst zu überwinden und einen Schritt ins Ungewisse zu tun. to overcome your fear and take a step into the unknown. Jeder Mensch hat Fragen. Every person has questions, Und jeder Mensch sollte die Möglichkeit bekommen, diese Frage zu stellen. and everybody should have the opportunity to ask those questions. Seine Meinung zu sagen und dem Glauben zu entdecken. Speak his mind and encounter faith, Also sein persönliches Abenteuer zu erleben. to have his personal adventure. Also, deshalb lade ich euch alle herzlich ein zu Alpha-Kurs. And that's why I want to really invite you to Alpha Course. Im Alpha-Kurs hast du die Möglichkeit, dich in eine angenehme Atmosphäre mit dem Gruppenlager, des christlichen Glaubens zu beschäftigen. And in the Alpha Course, you have the opportunity to deal with the basics of the Christian faith. Wenn du Zweifel hast, das ist genau der Ort, wo du kommen solltest. And if you have doubts, that's the place where you should go. Ein Ort, wo man sich austauschen kann und über diese Zweifel auch reden kann. A place where you can really discuss these doubts. Also, wir starten Dienstag, nächsten Dienstag um 19 Uhr hier ins Ringcafé. And we will start next week on Tuesday at 7 p.m. here in the Ring Cafe. Schau mal vorbei und lass dich herausfordern. Just come and be challenged. Ja, und wir schließen damit. Geh nicht nach Hause mit deinen Zweifeln.
And we want to close with this. Don't go home with your doubts. Ihr könnt gerne zu mir kommen oder das Team ist auch bereitet, um mit dir zu beten, auch in ein Gespräch zu kommen. You can come to Frido or the team, and there are people here to pray with you and talk with you about your doubts and questions. Aber lass deinen Zweifel nicht sich so einfressen in dein Herz. But don't let the doubts really come into your heart and eat it. Vielleicht ist Thomas so ein negatives Vorbild, der gezweifelt hat. Maybe Thomas is a negative role model who had doubts. Ich denke gerade das Gegenteil. Das ist ein Positiv-Vorbild. But I think that's the opposite. He is actually a positive role model. Der hat seinen Zweifel geäußert. He was able to express his doubt. Machen wir auch so. Let's do the same. Ganz ehrlich umgehen mit unseren Fragen und Zweifeln. Let's be honest with our doubts and questions. Weil gerade da in unseren Zweifel, da begegnet uns Jesus. Because especially in our doubts, Jesus encounters. Ich wünsche euch Gottes Segen. God bless you.